So, es geht weiter am Golf. Es sind wieder ein paar eBay-Pakete angekommen, um das Getriebe endlich fertig zu machen. Getriebeöl und das Schaltgestänge. Und hiermit probiere ich jetzt das mal einzufüllen. So, das Getriebe ist schon wieder voll angeschlossen und einsatzbereit. Das Ganze war eigentlich viel einfacher, als ich es mir vorgestellt habe. Vor allem vor dem Einstellen von der Schaltung hatte ich ziemlich Angst. Aber eigentlich funktioniert das Ganze einfach so, dass man den Schalthebel einfach in die Mitte stellt. Dann stellt man das Getriebe auf die Neutralstellung, steckt das Ganze zusammen, schraubt es fest, fertig. Richtig gut. Und hier sind jetzt schon die Dreieckslenker drin. Bei den alten sind die ganzen Gummis schon extrem porös geworden und hier sind natürlich nur neue drin. Alle Ersatzteile, die ich in diesem Video verwende, sind natürlich wie immer von eBay. Und ein Tipp, wie ihr auf jeden Fall auch richtig Geld sparen könnt, ist, wenn ihr Sachen nicht selber machen könnt und die in die Werkstatt bringen müsst, wie ich zum Beispiel diese Achsschenkel zum Einpressen von den Radlagern, dann bestellt die Ersatzteile einfach günstig bei eBay, bringt die zusammen mit den Teilen dorthin, lasst es machen und das ist auf jeden Fall deutlich günstiger, als die Ersatzteile über die Werkstatt zu beziehen. Hier sind auf jeden Fall jetzt neue Radlager drin, das konnte ich wie gesagt nicht selber machen und die kommen jetzt direkt auch dort an den Querlenker dran. In der Mängelliste vom TÜV steht noch Motorölfeucht. Der sifft hier nämlich aus der Ventildeckeldichtung raus. Ich habe mir bei eBay hier aber gleich eine neue bestellt aus Gummi. Die alte ist nämlich aus Kork noch. Ich habe den Ventildeckel jetzt auch lackiert mit einem temperaturfesten Auspufflack. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Rostschutz. Und die Stehbolzen werde ich auf jeden Fall auch noch gleich mittauschen. Das ist nämlich wichtig, weil die je nach Dichtung unterschiedlich sind. Und während der Ventildeckel trocknet, werde ich dann auch den Luftfilter und den Ölfilter tauschen und auch das Öl ablassen, damit ich ihn danach draufschrauben kann, gleich neues Öl einfüllen kann und dann ist alles wieder frisch.
Jetzt schließt die Motorhaube auch wieder richtig gut und alle Filter und Öle sind auch frisch. Und eine Sache, die euch vielleicht gerade aufgefallen ist, ist, dass einer von den Scheinwerfern vorne fehlt. Das ist das richtige Fernlicht vom Golf. Das heißt, das Fernlicht fehlt, steht auch so im TÜV-Bericht. Und deswegen habe ich das hier bestellt bei eBay. Das sind solche Rallye-Fernlichtscheinwerfer von Hella, finde ich richtig cool, auch mit der Abdeckung. Die darf dann aber während der Fahrt natürlich nicht drauf sein. So sehen die dann aus und die montiere ich jetzt. Jetzt geht es auf jeden Fall an das Teil, das die größte Herausforderung war, was die Ersatzteilversorgung angeht. Bei einem Auto, was nur 7500 Mal gebaut wurde, kann es auch bei der Riesenauswahl, die es auf eBay gibt, zu einer Herausforderung werden, was Ersatzteile angeht. Und zwar geht es dabei jetzt um die Kardanwellenlager. Da ist nur noch das hintere verfügbar, das vordere wird gar nicht mehr gebaut, wird auch nicht von VW angeboten. Aber ich habe mir das hintere jetzt zweimal bestellt und werde jetzt versuchen, das irgendwie hier in das vordere reinzuschweißen. Und mal gucken, ob das klappt. Da sind die Lager. Und ich habe mir auch gleich neue Hardy-Scheiben mit dazu bestellt. Was jetzt extrem wichtig ist, wenn ich die Kardanwelle auseinanderschraube, ist, dass ich die Position markiere, in welchem Winkel die zueinander zusammengeschraubt war. Weil diese Kardanwelle ist ausgewuchtet, das sieht man an diesen kleinen Gewichten, die hier angeschweißt sind. Und wenn ich die jetzt andersrum zusammenschrauben würde, dann hätte die eine ziemliche Unwucht und es würde ganz schön rütteln beim Fahren. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deshalb auf jeden Fall wieder genau gleich wieder zusammenschrauben. Leider kommen wir auch bei diesem Auto nicht um das Thema Rost rum, aber zum Glück gibt es bei eBay nicht nur die kleinen Feinersatzteile, sondern auch was fürs Grobe. Reparaturblech,
Und das ist ein Rohr mit genau denselben Maßen wie der Verstärkungsrahmen. Der hat nämlich an einer Stelle ein Rostloch und da möchte ich nicht irgendwie ein Blech biegen müssen oder so, sondern schneide einfach ein Stück aus dem Rohr raus, schneide ein Stück am Verstärkungsrahmen raus, schweiß das dann ein und dann sollte das wieder passen. Und ich habe auch noch ein kleines Rostloch hinten rechts im Radlauf. Ja, und das werde ich jetzt beides beheben. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, wie ich die erste Roststelle reparieren konnte. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und die zweite Roststelle ist leider ziemlich Golf 2 typisch. Und zwar ist die hier unterm Radlauf, da wo der Tankeinfüllstutzen reingeht. Und da werde ich jetzt erstmal den Tankeinfüllstutzen abmontieren. Das ist auf jeden Fall eine der schwierigsten Roststellen bisher, die ich behandle. Erstens, weil es ziemlich gefährlich ist und zweitens, weil es schwer zu erreichen ist. Die Roststelle ist ganz hier oben, quasi hier, wo der Tankdeckel ist. Und hier ist halt unten der Tank und das ist natürlich gefährlich. Deswegen habe ich hier alles mit so einem dicken Metallstopfen verschlossen, sowohl die Schläuche als auch den Tank. Habe das mit Panzertape gesichert und dann kommen jetzt nochmal nasse Lappen drüber, damit auf jeden Fall hier keine Gefahr von ausgeht. Und dann kann ich anfangen, hier das Rostloch rauszuschneiden und neu einzuschweißen. Jetzt wird's spannend! Geklappt. So, die Karre hat TÜV. Ich bin auf jeden Fall mega happy, aber auch ganz schön geschafft. War auf jeden Fall einiges an Arbeit. Ich war gerade eben auch schon bei der Zulassungsstelle, aber das geht gerade leider nur mit Termin und der nächste Termin ist in 2 Wochen wegen Corona. Aber das ist eigentlich kein Problem, denn ich habe auf jeden Fall noch einiges vor mit diesem Fahrzeug in den nächsten 2 Wochen. Das Projekt läuft nicht, gibt's nicht, ist zwar vom Prinzip her abgeschlossen, die Karre läuft ja, darf wieder auf die Straße, aber ich habe auf jeden Fall noch einiges vor damit. Deswegen bleibt auf jeden Fall dabei und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag dann. Viel Spaß und macht's gut!